Da. Warte mal, Kari, du hast einen Fussel am Mikrofon. So. Manuel, willkommen zum Easy German Podcast. Vielen Dank und herzlich willkommen, Basel! Wir begrüßen euch heute. Wir nehmen gerade einen Podcast auf, live in Basel mit unserem Publikum. Manuel, ist das nicht außergewöhnlich, dass wir heute in dieser Stadt sind? Es ist wunderschön, es ist eine wunderschöne Stadt mit einer wunderschönen Atmosphäre und es ist eine der wenigen Gelegenheiten, euch, unsere ZuhörerInnen und Zuschauerinnen zu treffen. Falls ihr das hier auf YouTube seht, das ist ein Podcast, den kann man meistens nur hören in einer Podcast-App. Erklär den Menschen auf YouTube, was ein Podcast ist. Meinst du, mittlerweile ist das überall angekommen? Ja. Okay, also uns gibt es auch als Audio-Podcast. Schaut mal in eurer Lieblings-Podcast-App. Und genau, und manchmal kann man uns treffen, so wie hier. Da könnt ihr mal auf unsere Website schauen. Da gibt es dieses Jahr noch ein paar Möglichkeiten. Und wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr euch merken, ihr könnt das auch auf YouTube sehen, einfach draufklicken. Was wichtig ist, Manuel, die meisten Podcast-Episoden gibt es nicht als Video. Warum eigentlich nicht? Weil es ist viel Arbeit und manchmal sitzen wir zu Hause im Schlafanzug. Das ist die Antwort. Eine von mehreren Antworten. Okay. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier mit euch sind. Wir haben ein fantastisches Publikum, das aus der ganzen Welt kommt, wirklich. Und wir haben heute gesammelt. Wir haben mal wieder unsere Podcast-Themen gecrowdsourced, wie man auf Deutsch sagt. Und wir beginnen mit unserem Segment. Eure Fragen. Wir wollen heute ganz viele von euren Fragen beantworten. Wir haben gesammelt, und zwar schon vorher, und haben heute ein spannendes Publikum. Wir fangen mal an mit einer Frage von Nelda. Nelda, bist du hier im Raum? Und jetzt ist Janusz-Moment gekommen. Janusz guckt noch auf sein Handy. Wir begrüßen erstmal heute hier Janusz Schamerski als unseren Sidekick. Janusz, komm mal nach vorne. Wir wollen jetzt eine Frage, du musst, glaube ich, ganz hinten. Nelda, wo sitzt du? Ui, ganz am Ende. Janusz läuft zu dir. Janusz wird heute mit dem Mikrofon rumgehen und euch das Mikrofon bringen. Nelda, welche Frage hast du mitgebracht? So, haben Sie schon einmal einen peinlichen Moment aufgrund einer schlechten Übersetzung erlebt? Oh, peinliche Momente aufgrund von Übersetzungsfehlern. Wie ist es denn hier im Publikum? Habt ihr schon mal einen peinlichen Moment gehabt? Zeigt mal mit der Hand. Jeden Tag hier die meisten. In der Schweiz. Ne? Muss man immer übersetzen. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch oder Standarddeutsch, Französisch, Italienisch. Ja, ich habe mal gefragt, willst du ein Foto mit Carol Shriek, weil ich dachte, dass Cheryl Creek so heißt. Hä? Das ist eher ein Promi-Fail. Heißt die so? Cheryl Creek? Keiner reagiert, Manuel. Offensichtlich hast du den Namen zweimal falsch gesagt. Was ist denn das jetzt? Carol Shriek oder Cheryl Creek? Meryl Shriek. Meryl Shriek. Meryl Streep? Meryl Streep. Meinst du die? Ich hab's nicht so mit Namen. Stimmt, das ist die Lösung. Ich habe viele peinliche Momente mit Namen. Mit Namen. Weil und ich Zahlen mir übrigens Namen auch. schlecht merken kann. Ja, fantastisch. Da haben wir schon so sehr großen Lacher hier im Podcast gehabt. Danke, Nelda, für die Frage. Wir machen weiter mit einer Frage von Lorenzo. Lorenzo hat sich gewünscht, dass wir die selber vorlesen. Und zwar, ich habe eine Frage an euch. Ich habe persönlich sowohl in Berlin als auch in Basel gelebt. Du auch, ne? Ich auch. Du kennst beide Städte. Und ich muss sagen, was die Sauberkeit auf den Straßen angeht, ist das wirklich ein großer Unterschied. Das stimmt. Ja. Mich würde interessieren, was würdet ihr als Deutsche gerne mit der Schweiz tauschen? Oh, das ist eine super Frage. Und gerade das Thema Müll nervt wirklich in Berlin, weil die Leute ihren Müll einfach auf die Straße stellen und
Hier gibt es ein gutes System, das könnten wir mal kopieren, Ja? weil in Deutschland ist es ja so, man zahlt ein bisschen mehr Miete, das sind die Nebenkosten, und darin ist dann mit drin, dass die Müllabfuhr kommt Aha. und holt den eigenen Müll und den von den Nachbarn. Aber wenn du wenig Müll produzierst, zahlst du trotzdem das Gleiche wie deine Nachbarn. Und hier, Deswegen produziere ich viel Müll, damit ich mehr rausbekomme. genau, und nicht nur du, das machen viele in Berlin. Und hier musst du bestimmte Müllbeutel kaufen im Supermarkt. Die sind sehr teuer. Eine Rolle Müllbeutel kostet 30 Franken für eine Rolle Müllbeutel. Ei. Aber du bezahlst nicht die Müllbeutel, du bezahlst, dass sie abgeholt werden. Du darfst den Müll nur in diesen Tüten vor die Tür stellen und dann wird's abgeholt, weil das eine offizielle Tüte ist und mit der hast du die Abholung bezahlt. Ein geniales System. Pay what you throw away. Das ist wirklich eine gute Idee, Ja. aber dann werden diese Müllbeutel randvoll gemacht. Ja, klar. Und vielleicht einige Leute verbrennen ihren Müll im Kamin, weil sie Geld sparen wollen. Ich glaube, das ist eine sehr deutsche Mentalität. Die Schweizer Gelder sind vorhanden. Also den Müll können wir noch bezahlen. Okay, hier. wer hat hier schon mal seinen Müll im Kamin verbrannt? Niemand? Niemand. Na gut. Die Säckli heißen die, ne? Säckli, die Säckli. werden gekauft. Die werden gekauft, ja. Müssen sie auch. Ich finde es wirklich gut. Okay, das würdest du gerne tauschen? Fantastisch, Manuel. Sehr gute Antwort. Und auch höhere Strafen für die, die dann nämlich doch ihren Müll auf die Straße stellen. Da kommt in Basel direkt das Pendant zum Ordnungsamt und guckt, wem gehört der Müll. Ei, das ist aber sehr deutsch. Das finde ich schon nervig. Die Leute, die den... Aber deswegen sind die Straßen hier so sauber. Okay. Manuel, ich habe noch eine fantastische Frage für dich. Und das freut mich besonders. Das ist meine Lieblingsfrage heute Abend. Die kommt von Romina. Wow. Romina sagt, Schweizer Produkte, top oder flop? Schweizer Produkte. Hast Aber du da warte, ein Beispiel? sie hat eine Liste und ich habe diese Produkte heute eingekauft und mitgebracht. Und deswegen machen wir jetzt einen spontan Top oder Flop. Spiel den... Kari, das musst du mir doch vorher sagen. Nein, das war eine Überraschung. Moment, wo ist der Button? Pausenmusik. Moment, ich habe hier auch noch Buttons. Jetzt sehen wir hinter den Kulissen, wie viele... Happy birthday to you. Oh, warte, das ist der falsche. Birthday. Stop all. Wir fangen das nochmal an. Moment. Ich habe hier auch noch Buttons. Top oder Flop? Ich freue mich. Na? Die Leute klatschen. Es ist nicht nur mein Lieblingssegment, Manuel. Jetzt freue ich mich total darauf, mit dir die Produkte durchzugehen, die Romina uns geschickt hat. Okay. Und die sind hier drin. Oh, Esti hilft mir jetzt, weil ich habe die in einer Rewe-Tüte. Gibt's doch hier gar nicht. Die gibt's hier gar nicht. Ja, ich hatte keine andere. Wir fangen an mit einem Gewürz. Ah, da haben wir nicht so gute Erfahrungen. Wir haben eine Episode über Gewürze gemacht und viel negatives Feedback bekommen. Manuel, kennst du dieses Gewürz? Aromat. Darf ich mal schauen? Okay, es gibt einige O's und Bands. einige Klatscher. Aromat ist eine Gewürzmischung, die ist sehr speziell aus der Schweiz. Aha. Und Gewürzmischungen sind ja eigentlich dein Ding, Ja. weil du magst ja gerne so Gewürzmischungen, also wo alle Gewürze zusammen sind. Wie riecht das? Sehr intensiv. Okay, ich muss dir dazu sagen, Aromat Hat Milch ist mit es drin. nicht vegan. Es ist leider eine kleine Enttäuschung für uns beide. Ja. Manuel ist vegan, ich bin laktoseintolerant. Flop. Next. Ein Flop. Janusz wird's gerne Janusz mit wird nach es Hause gerne nehmen. probieren. Okay, dann haben wir in der Tüte Ovomaltine. Also viele Fans hier im Raum. Das Ja. was ist das, Manuel? Das ist Trinkschokolade? Ja? Ja. Ich muss gestehen, dass ich das maximal einmal probiert habe in meinem Leben. Kannst du jetzt auch nicht probieren. Es ist Milchpulver, was man mit Milch mischt. Oh Gott, oh Gott. Esti, kannst du das mal aufmachen? Und was ist daran besonders schweizerisch? Also wir haben ja auch
Trinkschokolade, Kakaopulver. Na, also das wurde hergestellt. Oh, du hast dich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet mit ChatGPT und Wikipedia, die besten. Also, der Apotheker Georg Wander eröffnete 1865 ein chemisch-technisches und analytisches Laboratorium in Bern. Er suchte ein Mittel, um die damals verbreitete Mangelernährung vorzubeugen. Das ist dieses Mittel, das ist ein Pulver und mir ist nicht klar, riech mal da dran, mir ist nicht klar, warum das immer noch populär ist. Es ist eine Mischung aus Malz, Milch, Kakao und Vitaminen. Und es wird gemischt mit Milch. Janusz, kannst du mal auf die Bühne kommen? Ich möchte gerne, dass du das jetzt einmal probierst. Sehr gerne. Weil wir können das nicht trinken, Manuel. Wir möchten es nicht trinken. Janusz probiert jetzt live zum ersten Mal in seinem Leben dieses Getränk namens Ovo Maltine. Schmeckt super. Top. Ah, okay. Super, Janusz. Fantastisch. Dann Können wir die hast Kuh du- hier von der Bühne nehmen wieder? Dann hast du jetzt auch die nötigen Vitamine für den Abend. Manuel, als nächstes haben wir ein Getränk. Also es war ja auch eins. Ja. Dieses Getränk heißt Rivella. Rivella, ist das so eine Aldi-Cola? Nein, es ist eine Kräuterlimonade und ich dachte, endlich etwas Veganes. Aber nein, denn die Rivella ist auch nicht vegan. Heute Morgen, als ich recherchierte in meinem Hotelzimmer, hat mich der Schock ereilt, Manuel. Du, die Schweizer Milchindustrie, so viele Kühe, die müssen irgendwo hin mit der ganzen Milch. Ich habe dann recherchiert, warum ist in der Schweiz alles mit Milch? Das liegt daran, dass die hier sehr viele Kühe haben. Aber ich habe das hier gefunden, Rivella vegan, das darfst du probieren. Aha. Und Janusz kann das Original probieren, das ist aus Milch mit Milchsäure hergestellt. Janusz, was sagst du? Super lecker, sehr ausgewogen. Nicht bitter, aber auch nicht zu süß. Toll. Top. Kann man trinken. Ist okay. Okay, also die Idee war, ein gesundes und leichtes Getränk zu entwickeln, das die Nährstoffe der Milch nutzt, aber erfrischender ist. Okay. Ich nehme das so zur Kenntnis. Gut, dann haben wir natürlich in der Schweiz, was ist hier typisch für die Schweiz? Kühe. Ja, was macht man aus den Produkten der Kühe? Käse. Käse, natürlich. Wir haben Käse mitgebracht, Manuel, den du auch nicht essen kannst. Ah, das ist eine Enttäuschung hier. Das ist eine Enttäuschung, aber wir haben ja Janusz, also tatsächlich. Genau, wir müssen den jetzt mal aufmachen. Zum Kakao noch ein Stück Käse gefällig? Genau. Romina hat uns aufgeschrieben folgende Käsesorten: Gruyère und Raclette. Die sollen wir jetzt probieren. Den Raclette-Käse kann ich, glaube ich, sogar selber essen. Ich nehme den einfach mal so aus der Packung. Ist das die traditionelle Art und Weise, Raclette-Käse zu verzehren? Ich glaube schon, oder? Direkt aus der Packung. So, Mitternachtssnack, kurz zum Kühlschrank. Sehr lecker. Janusz, bitteschön, möchtest du? Janusz bekommt das angeknabberte Ich muss Stück. sagen, Raclette-Käse schmeckt geschmolzen fantastisch. Okay. Den müssen wir noch aufmachen. Ja. Den können wir nicht Ja, essen, sagt Esti, reinbeißen. aus logistischen Gründen. Gib den mal Janusz. Den Käse probieren wir jetzt. Den isst Janusz. Das ist ein echter... Der Käse schmeckt top und Kari hat Komm mal her. diese Wachsschicht hier angebissen. Da passiert Den nichts, kann man die mitessen. kann man mitessen. Janusz, komm mal auf die Bühne und beiß mal in den Gruyère rein. Das machen wir jetzt wie ein echter Schweizer auf der Alm. Und? Ist der lecker? Der ist wirklich lecker. Der schmeckt richtig gut. Ein Topf von Janusz Den Schamerski. nehme ich mit. Top. Okay. Gut. Romina, ich weiß nicht, ob du dir das so vorgestellt hast, aber Manuel, weil du jetzt bisher noch gar nichts essen konntest, habe ich die Liste noch selbst erweitert. Ich habe für dich noch mitgebracht Ricola. Oh, Ricola, das ist fantastisch. Magst du das? Das mag ich sehr gerne. Ich war tatsächlich auch ein bisschen erkältet.
Ach, sogar die zuckerfreien, perfekt. Und ja, das nehme ich sehr gerne mit. Die sind Die super gibt's zuckerfrei. für den Hals. Ich habe die irgendwann gekauft und gemerkt, die haben so viel Zucker, dass ich die nicht mehr gekauft habe. Aber ich wusste nicht, dass es zuckerfreie gibt. Herrlich. Gut, und Manuel, ich habe noch ein besonderes Geschenk für dich. Und zwar gibt es ja ganz bekannt, was kann man aus Milch noch machen? Schokolade. Schweizer Schokolade ist natürlich sehr bekannt, aber natürlich das meiste ist auch mit Milch. Es gibt aber ein paar Marken, die vegane Schokolade herstellen. Und da habe ich dir, lieber Manuel, erstmal mitgebracht die Lindt vegan. Ist die aus der Schweiz? Die ist aus der Schweiz. Die ist für mich also wir haben ja nur Top oder Flop. Es gibt ja nichts in der Mitte. Für mich ist es dann deshalb ein Flop, weil es ist kein Top. Aber ich habe da noch von einer anderen Marke, und zwar der Marke Läderach, habe ich. Du weißt, was es ist. Moment, ich probiere erstmal diese Flop-Schokolade. Ja. Vielleicht findest du sie ja gut. Und Manuel probiert jetzt vegane Schokolade aus der Schweiz. doch, die ist auch gut. Aha. Aber darf ich die jetzt aus dramaturgischen Gründen ins Publikum werfen? Ja, gerne. Mach das. Okay. Darauf. Wie bei Fasnacht in Basel. Ui, yay, Aha. vegane Schokolade. Diese hier ist noch besser. Oh ja, diese Creamy Marke. Cashew. Läderach. Esti, kannst du die mal aufmachen? Guck mal, die hat sogar wie so eine Apple-Verpackung hier richtig ein Öffnungssystem. Genau. Open here. Rat mal, was diese winzige Tafel Schokolade kostet. Wir sind ja in der Schweiz, da ist nichts günstig. 10 Franken, aber allein der Schließmechanismus ist es das wert. Diese Tafel Schokolade hat 9 Franken gekostet. Sie ist winzig, aber sag ich mal. Diese Schokolade werde ich nicht ins Publikum werfen. Nein? Nee, nimm du mal, ich muss sprechen, du kannst essen. Ein Traum. Doch, ich teile. Du teilst auch. Manuel, denn jetzt kommt das absolute Highlight. Vegane Pralinen, die habe ich gestern gekostet. Ich bin da wie in so einem Luxusladen rumgegangen und habe mir alle veganen Produkte zeigen lassen. Manuel, das hier sind vegane Pralinen, die kosten, glaube ich, pro Stück ungefähr 4 Franken. Da bin ich jetzt gespannt auf dein Urteil. Wäre schade, wenn es ein Flop wäre, denn dann wäre es teuer gewesen. Eine Praline kostet 10 Franken, sagst du? Nee. 4 Franken. Ja, 3 oder 4 Franken. Was ist da drin? Fett vor allem. Vorsicht, Manuel, Vorsicht. Pflanzliches Fett mit Kakao, ganz grob zusammengefasst, aber in einer ganz guten Mischung, oder? Soll ich den Preis jetzt mit einberechnen in meine Nein. Bewertung? Nein. Ist trotzdem Flop. Was? Die ist doch herrlich, die ist lecker. Die ist schon okay, aber ist sehr labberig. Also Das es ist eine nicht Praline, so die knackig. schmilzt auf dem... Na gut, Manuel, das war also Top oder Flop mit Schweizer Produkten. Hey, danke. Das war eine schöne Überraschung. Ja, ne? Also Unterm Strich viele gute Sachen dabei. Janusz verteilt die veganen Pralinen. Denkt daran, die kosten 4 Franken pro Stück. Wir machen weiter mit einer Frage. Ja. Willst du noch mal den Jingle hören? Ja. Eure Fragen. Natsuko, du hast eine Frage mitgebracht und Janusz hat hoffentlich auch das Mikrofon in der Hand und kann es dir schnell geben. Wo sitzt du? Da, links, hinter dir, neben dir, rechts. Ja, hallo, als ich in Lausanne und hier in Basel gewohnt habe, habe ich mich oft gefragt, warum die Schweizer mich so ansteuern. Ihr seid Deutsche, aber das ist meine Frage. Ich glaube, das ist kulturell nicht, ich bin nicht, ja natürlich, ich bin sehr attraktiv, aber ich glaube, das ist kulturell. Aha. Also Natsuko wurde angestarrt und hat gedacht, finden die Leute mich alle attraktiv oder starren die Schweizer einfach? Ja, sowohl die Deutschen als auch die Schweizer haben den Ruf zu starren
Und ich glaube, da ist auch was dran. Also ich glaube, Was heißt denn starren also erstmal? starren Kannst ist, du das wenn mal man, zeigen? also wenn wir miteinander reden und ich schaue dir in die Augen, dann ist das kein Starren, weil dann haben wir ein Gespräch. Aber wenn ich in der U-Bahn sitze und jemand kommt rein und ich kenne den nicht und ich gucke den die ganze Zeit an, aber der guckt mich ja gar nicht an, das ist Starren. Und in Amerika zum Beispiel und in England wird einem früh beigebracht, glaube ich, als Kind, das macht man nicht, das ist unhöflich. Aber ich glaube, in dieser Kultur, in unseren Ländern, ist das nicht so unhöflich oder es wird einem nicht so beigebracht. Und deswegen gewöhnen sich das manche Menschen an. Ich finde aber, es gibt unterschiedliche Arten des Starrens. Wie siehst du das? Ja, es hängt davon ab, wie viele Sekunden. Man kann so ganz kurz gucken und dann erwischt man sich und guckt weg. Ja. Oder man kann gucken und nicht aufhören. Und dann denkt die andere Person, was ist hier los? Und das geht mir als Deutsche auch so. Aber ich finde das nicht so komisch, weil ich kenne das aus meiner Kultur. Genau, ich finde, es hat auch was mit der Art des Starrens zu tun, weil es gibt auch People-Watching. Also ich setze mich ins Café und die Leute gehen vorbei und dann Ist das ein legitimes Hobby in Deutschland? Ja, also das finde ich zum Beispiel okay. Die Leute gehen vorbei und man schaut halt so, wer ist das? Und dann stellt man sich vor, was haben die für ein Leben? Das ist ja auch eine Art von Starren, aber das finde ich harmlos. Aber wenn man jetzt in der U-Bahn eine Person so die ganze Zeit anguckt, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil sich manche Leute unwohl damit fühlen. Aber das passiert viel in der Schweiz und in Deutschland und muss man sich dann dran gewöhnen wahrscheinlich. Manuel, wir haben eine weitere Frage von Clemence. Man weiß es nicht genau. Ich soll die Frage selber vorlesen, Janusz. Und zwar ich denke Clemence. Ich bin Clemence und komme aus dem französischen Teil der Schweiz. Ich lebe im Kanton Freiburg, das zweisprachig ist. Ich höre also ziemlich oft Deutsch-Schweizer sprechen und weiß, dass sie Wörter benutzen, die ihr in Deutschland nicht benutzt. Ich möchte wissen, ob ihr als Hochdeutsch-Muttersprachler oder Deutsch-Muttersprachler diese Wörter versteht oder nicht. Und jetzt habe ich eine kleine Liste für dich. Und okay. Wir machen einen Test. Man muss aber sagen, du hast hier gelebt. Genau, in Basel, aber das ist ja auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich oder auch von Stadt zu Stadt. Also aus welcher Region der Schweiz kommen diese Wörter? Weiß ich nicht. Ah, okay. Das testen wir jetzt. Also diese Wörter nennt man Helvetismen. Das sind Wörter in der deutschen Sprache, die aber nur in der Schweiz existieren und nicht in Deutschland. Okay. Manuel, was ist denn Svelo? Das Fahrrad. Woher weißt du das? Weil ich ja hier viel mit dem Velo durch die Stadt gefahren bin und am Rhein entlang und nach Deutschland und nach Frankreich. Okay. Ich bin ja ein Velo-Fan. Ich würde sagen, auch wenn man noch nie in der Schweiz war, kann man das vielleicht verstehen, weil ist das ein französisches. Velocity, es gibt andere, es hat einen lateinischen Ursprung, den man vielleicht schon mal gehört hat. Anders ist es mit de Beiz. De Beiz? Ja. Sag mal einen Satz. Ich gehe gleich in de Beiz. Oh. So würde das ein Schweizer nicht sagen. Da muss ich passen. Ich go gleich. Ich go gleich in de Beiz. Okay. Aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Ja, Manuel, das ist komisch, denn das müsstest du eigentlich wissen. Es ist die Kneipe. Ja, da gehe ich ja nie rein. Ja. Also muss ich es auch nicht wissen. Okay, machen wir weiter mit Snatel. Das ist das Handy. Und das ist sowas wie in Deutschland zum Beispiel Cewe oder so. Das ist ein Markenname. Cewe? Ja, oder wie sagt man zu Tempo-Taschentuch. Tempo, ja. Ist auch ein also hast du ein Tempo, hast du ein Taschentuch, das ist ein Markenname. Also Natel ist ein Das war, glaube ich, die erste Firma, die hier Handys verkauft hat. Und deswegen ist es ein Natel geblieben. De Coiffeur. Das ist der Friseur natürlich. Bitte entschuldigt, wenn ich die Wörter falsch ausspreche. Ich komme ja nicht aus der Schweiz. Kommentiert. Aber das ist interessant, das habe ich sofort recherchiert, denn Friseur und Coiffeur sind ja eigentlich beides Wörter mit französischem Ursprung. Und das eine wird in der Schweiz und in Österreich benutzt, nämlich Coiffeur. Und Friseur wird in Norddeutschland oder in Deutschland benutzt. Völlig verrückt, oder? Und was sagen die Franzosen?
Die sagen Coiffeur, glaube ich. Coiffeur. Friseur kommt, glaube ich, aus einer bestimmten Zeit. Damals, als wir viele Wörter angenommen haben. Das gibt es im Deutschen auch, frisieren. Das ist aber eine andere Art des Haareschneidens. Das war damals populär, also haben wir dieses Wort importiert, Friseur. Und heute kann man im Deutschen auch sagen, du hast eine schöne Frise. Das ist eine schöne Frisur. Danke, Manuel. Ja. Du hast eine schöne Frise. Ist das wirklich ein Kompliment, eine Frise haben, oder Eine schöne Frise. ist das nicht ein abwertender Begriff? Nein, das ist einfach Jugendsprache. Okay. Aber auch schon in meiner Jugend, also. Okay, dann habe ich noch Sachen rausgesucht, wo ich dachte, die kennst du vielleicht nicht. In Minne sein. Nee, weiß ich nicht, aber ich kann raten. In Minne würde ich sagen, Minne klingt so klein. Vielleicht hat man wenig Geld auf dem Konto. Ich habe gelesen, das heißt in Einvernehmen, in Harmonie. Kann das hier ein deutschsprachiger Schweizer bestätigen? Mit einem Daumen nach oben wird das wirklich benutzt? Oder habe ich das nur im Internet gelesen? Hast du nur im Internet gelesen. Ja, na gut, dann würde ich sagen, wir schließen das Segment hier. Okay. Also, wir können feststellen, Manuel, Mein Baseldeutsch, mein Schweizerdeutsch ist ausgezeichnet. Passiv. außer das mit der Kneipe, das wusstest du nicht, ne? Gut, dann haben wir eine Frage aus Frankreich. Lea wollte wissen, welches Klischee über Frankreich ist in Deutschland am weitesten verbreitet? Welches Klischee über Frankreich? Ja, was hast du denn so für Klischees? Frankreich. Wer ist hier Franzose im Raum? Vielleicht schon mal kurz überlegen, wen könnte Manuel jetzt beleidigen? Also es ist ein Klischee, es stimmt aber auch in großen Teilen, allerdings trifft es nicht auf euch zu, die hier sitzt, per Definition quasi. Aber es ist doch so, dass viele Franzosen am liebsten nur Französisch sprechen. Aha. Und das habe ich auch gemerkt, ich habe ja hier gearbeitet, vor 10 Jahren mittlerweile, und zwar in einem Geschäft im Einzelhandel. Und da sind natürlich in Basel oft auch KundInnen aus Deutschland und aus Italien und aus Frankreich reingekommen. Und viele der französischen Kunden sind reingekommen und haben einfach auf Französisch losgeredet. Bonjour. In Basel, in einer deutschsprachigen Stadt, einfach losgeredet so. Und ich stand dann immer so, Moment, und dann Moment, je ne parle pas de schnell français. jemanden geholt, Je der suis Manuel, Ja. bonjour. Bonjour, und dann jemanden geholt, der Französisch kann. Ah, okay. Was Aber sagen, ihr, die was, hier sitzt, ihr beweist das Gegenteil, dass es auch Leute gibt, die Deutsch gerne lernen und andere Sprachen. Okay. Ja, bin ich gespannt, Lea, was du dazu sagst. Das kannst du uns ja gleich mal erzählen. Bei einem Wein. Un vin Rouge. nach der Show. Wie sieht's aus, Manuel, mit der Zeit? Ja. Wollen wir noch eine Frage beantworten? Ja, doch, machen wir noch. Okay, dann haben wir noch eine super Frage von Heather. Heather arbeitet nämlich hier um die Ecke. Ja, ich arbeite in Lörrach in einer Grundschule und dort habe ich sofort gemerkt, ich kann sofort ein deutsches Kind erkennen, nur dass die anders angezogen sind als die Kinder aus Amerika, wo ich herkomme. Und meine Frage ist, ihr seid beide gerne beim Reisen. Gab es schon einmal oder mehrmals eine Zeit, wo jemand sagt, hey, Sie sind auf jeden Fall Deutsche. Nicht wegen der Sprache oder Aussprache oder was, nur wie ihr aussieht oder wegen euer Verhaltens oder was. Verhalten oder Aussehen? Was deutet darauf hin, dass du aus Deutschland kommst, Manuel? Oh, als ich in Japan war, habe ich mich sehr deutsch gefühlt, dadurch, dass wir so laut waren in der U-Bahn. Aha. In- Laut? Ja, ne, in Japan ist die U-Bahn mucksmäuschenstill. In den USA war ich Austauschschüler und da wurde mir damals beigebracht, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, du darfst niemals an 2 Tagen hintereinander den gleichen Pulli oder die gleiche Jeans anhaben. Was? Großes Fashion-No-Go. Du musst es nicht sofort waschen, aber lass es auf dem Stuhl liegen und 3 Tage später kannst du den gleichen Pulli anziehen. Ja, du bist und auch das ist in Amerikaner? Deutschland nicht so. Ich trage oft den gleichen Pulli 3 Tage hintereinander. 10 Tage. Ich behaupte dann, ich habe den mehrmals, wenn jemand fragt. Oh, das ist gut zu wissen, weil ich habe tatsächlich, das habe ich zum Beispiel 2-mal, das T-Shirt, die Hose habe ich 3-mal. Ja. Und ich sehe so aus, als würde ich tagelang das Gleiche tragen. Ein echtes Fauxpas.
Auch ein schönes Das französisches ist interessant. Wie sieht es denn aus mit Birkenstock und noch besser weiße Socken in Birkenstock? Ist mir noch nicht passiert, aber Janusz vielleicht. Wobei, das ist eher Flipflops mit Socken bei Janusz. Ja, Janusz trägt Socken in Flipflops und behauptet, das wäre ein Samurai-Stil. Ja. Auch im Flughafen auf Aber Reisen. es ist nicht deutsch, sondern polnisch. Aha, also Socken in Flipflops. Dann ganz deutsch ist Funktionskleidung. Also so Jack Wolfskin-Jacken, auch wenn das keine deutsche Marke ist. Viele Taschen überall an den Seiten. Genau, so Hosen mit Taschen, Regenjacke, das ist schon deutsch, oder? Ja, und ältere Menschen in Deutschland, wenn sie sehr aktiv sind und Fahrrad fahren, haben oft genau das gleiche Outfit an. Die gleiche Regenjacke, die gleiche Regenhose, den gleichen leuchtenden Helm. Du meinst an einer Person das Gleiche oder mit Partnern? Ja, der Partner, die beiden Partner. Ich sehe oft so Rentner Fahrradfahren in Berlin, super fit, aber exakt das gleiche Outfit. Also sie waren zusammen shoppen, haben gesagt, einmal bitte zweimal das gleiche. Ja, da muss ich lachen, weil ich war heute Morgen mit Maria Fahrradfahren hier. Und ich durfte das Fahrrad ihres Mannes fahren und sie haben auch das gleiche Fahrrad Ja. in der gleichen Farbe. Oh. Maria, wo bist du? Darf ich das erzählen? Ja, ich habe gesagt Couple Goals. Ne? Aber Janusz und ich sind ja auch so, wir haben zumindest die gleiche Marke, das gleiche E-Bike und wir fahren halt wie so ein Rentnerpärchen gemeinsam durch den Wald in Berlin. Süß. Der Wald in Berlin. Außerhalb. Der Großstadtwald. Außerhalb. Ja, okay. Heather, was denkst du? Waren das genug Argumente? Woran erkennst du denn, dass die Kinder aus Deutschland kommen? Vielleicht. Warte, wir warten. Janusz rennt. Die haben immer sogar im Frühling oder Herbst einen Schal an, wir würden das nie in den USA so sehen. Und die Matschhose, dass die über die Hose anziehen, damit die so draußen im Regen spielen können. So. Warte, wie heißt das? Matschhose. Matschhose. Die Matschhose, das ist die Hose, die dreckig werden darf. Matsch ist, was ist Matsch? Schlamm, Dreck. Okay, also deutsche Nasserdreck. Kinder haben eine Matschhose. Das ist eine Hose, die zieht man über der normalen Hose an und damit darf man im Matsch spielen. Genau. Ja. Und in der erste, zweite, sogar der dritte Klasse kommt die immer noch mit Matschhose manchmal an. Und in den USA, wenn es regnet, bleiben wir einfach drin. Wir gehen nicht drin. Das finde ich sehr schön, dass man in Deutschland eine Matschhose mitnimmt Herrlich. in die Schule. Tolle Beobachtung, Heather. Dankeschön für deine Frage. Kari. Manuel, Oh, das ist der falsche Knopf. piep mal. Das ist, Drück. um dich zu zensieren, wenn du Quatsch erzählst. Hallo. Nein, was ich wirklich abspielen wollte, Ja. ist unser Outro. Schade, dass es schon vorbei ist. Es war ein wunderschöner Moment hier mit dir in Basel. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir quatschen jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German auf easygerman.org/membership, dann könnt ihr diese Aftershow, die wir nach jeder Episode machen, hören und sehen. Und ihr bekommt auch Übungsblätter, die Erik für euch vorbereitet und vieles mehr. Da und kommen jetzt die Spicy-Fragen in der Aftershow. Okay, dann wird's jetzt persönlich. Genau. Okay, und danach machen wir ein Meetup hier an der Bar mit euch. Und trinken ein Bier oder ein Wein oder ein Rivella und quatschen und üben Deutsch zusammen. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Und bis bald. Und bis bald.